Jessica, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Caran d'Ache Swiss Color vorstellen oder auch Fan Color. Caran d'Ache hat die Swiss Color neu benannt und im Prinzip sind es dieselbe und man kann beide Stifte noch kaufen. Also wenn ihr beide Verpackungen seht, die sehen eigentlich sehr gleich aus, nur hier steht Fan Color, aber es ist im Prinzip das gleiche. Ja, die Caran d'Ache, ich sage jetzt Swiss Color, weil ich hier die Swiss Color habe, gibt es in insgesamt 40 Farben und auch in unterschiedlichen Setgrößen. Und zwar gibt es das 12er, 18er, 30er und 40er Set. Und das sind Aquarellstifte, die im Bereich Kinder, Hobby liegen, also nicht wirklich für den Künstlerbedarf gedacht. Also wer etwas Lichtechteres sucht, etwas, was bleibenden Wert hat und nicht einfach, um in Malbüchern zu malen oder damit Spaß zu haben, für euch wäre das dann wahrscheinlich nichts, aber für den Hobbybedarf ist das vollkommen ausreichend. Caran d'Ache hat unterschiedliche Aquarellstifte und ja, von der Preisklasse und von der Qualität also von oben nach unten sind es die Caran d'Ache Museum, Supracolor, Prismalo und dann kommen die Swiss oder Fan Color. Also es gibt dort unterschiedliche Qualitätsmarken, je nachdem, wie viel Budget man hat oder wofür man es eben benutzt. Die Swiss Color gibt es nicht einzeln zu erwerben, nur in den Sets. Ich habe die Sets auch unten in der Infobox verlinkt, wenn euch der Preis interessiert. Im Moment liegt das 18er Set bei ca. 14 € und das 40er Set bei ungefähr 32 €. Preise können sich natürlich je nach wirtschaftlicher Lage ändern. Ja, schauen wir uns mal das Set von innen an. Also das Set klappt sich auf nach rechts, was ich interessant finde. Ich glaube, ich hatte bisher noch Sets, die sich nach oben aufgeklappt haben. Ich glaube, in die Richtung hatte ich noch kein Set. Und man sieht hier die unterschiedlichen Farben. Und für so ein kleines Set ist die Farbauswahl eigentlich sehr klassisch. Da gibt es nichts Besonderes zu sehen oder dazu zu sagen. Ich habe hier die Farben einmal ausgemalt, damit ihr seht, wie die so auf dem Papier aussehen. Und ja, die Farben sind eigentlich schön ausgemalt, haben sich jetzt auch gut auf diesem Aquarellpapier lösen lassen. Und ja, ich habe eigentlich nichts, wo ich mich wirklich beschweren kann, weil es eben eine sehr klassische Farbauswahl für so ein kleines Set ist. Und man eben alle Farben, die man so für das erste Bild brauchen könnte, in diesem Set hat. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass das Grün ein bisschen natürlicher oder ein bisschen dunkler wäre. Aber ansonsten bin ich eigentlich vollkommen zufrieden. Der Stift an sich ist hexagonal gehalten. Die Mine ist ca. 2,8 mm. Also der Stift an sich ist ein bisschen auf der dünneren Seite, aber dennoch nicht allzu dünn. Und durch die hexagonale Form kann man ihn auch gut greifen. Ich persönlich habe keine Präferenz bei der Stiftform, ob jetzt rund, hexagonal. Ich male mit allen eigentlich relativ gerne. Was ich schön finde, ist die Dicke des Stiftes, weil gerade bei Aquarellstiften ist es so, dass die Mine meistens sehr weich ist und man sie schnell runtermalt und ständig nachspitzen muss. Aber hier sollte man eigentlich keine Probleme haben, da der Stift relativ dünn ist. Hier der goldene Aufdruck Swiss Color mit dem Pinselzeichen, dass es Aquarellstifte sind, dann Caran d'Ache Swiss Made. Allerdings gibt es hier weder eine Farbbezeichnung noch eine Farbnummer. Also muss man sich entweder eine Farbtabelle anlegen und die Stifte so in der Dose sortiert lassen, dass man schnell weiß, welche Farbe was ist. Oder man orientiert sich eben auch an dem Farblack, der eigentlich sehr akkurat der Farbe des Stiftes entspricht. Ja, bei den beiden Farben sollte man wahrscheinlich ein bisschen genauer hingucken. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich vom Lack her. Aber wenn man dann
auf die Mine ein bisschen genauer guckt, merkt man, dass die Mine hier einen etwas bärigeren Ton hat und hier mehr ins Rote geht. Also ja, das war das Einzige. Ansonsten alles eigentlich für Hobby-Künstlerstifte sehr, sehr normal. Ja, ich habe hier einmal einen kleinen Farbvergleich gemacht. Und zwar habe ich hier die Swisscolor einmal ausprobiert, hier die Albrecht Dürer. Und ich habe versucht, sehr ähnliche Farben zu nehmen. Die Albrecht Dürer haben sich ein bisschen mehr gemischt, als ich von hell nach dunkel geblendet habe, als die Swisscolor. Aber die Farben sind bei beiden sehr intensiv. Und ja, würde ich jetzt nicht die Markennamen sehen, könnte ich nicht sagen, welcher Stift von welcher Marke ist, weil sie sich beide sehr gut lösen gelassen haben und die Farben auch sehr intensiv und schön ausgemalt sind. Ja, das war so der erste Eindruck. Dann habe ich auch ein bisschen persönlich gemalt. Und zwar hier in dem Buch von Christy Rice. Ich habe hier Summer Cutting Garden. Das ist ein Aquarellmalbuch mit heißgepresstem Aquarellpapier, das etwas auf der glatteren Seite ist und sich für Aquarellstifte eigentlich ganz gut eignet. Und ich werde gleich einen kurzen Clip laufen lassen, wie ich in dem Buch male und etwas weiter zu der Performance der Stifte erzählen. Was mir beim Malen direkt aufgefallen ist, ist, dass die Stifte härter sind als andere Aquarellstifte, die ich kenne. Und gerade auf so empfindlichem, heißgepresstem Papier war das nicht ganz so vom Vorteil, da ich wirklich vorsichtig malen musste, damit ich das Papier nicht beschädige. Und gerade beim Anfeuchten haben sich die Farben super gelöst, dass ich da nicht noch mehr drüber reiben musste, weil sonst das Papier noch mehr Schaden genommen hätte. Also ein Minuspunkt dafür, dass die Minen sehr, sehr hart sind, aber ein Pluspunkt dafür, dass sich die Farben so gut lösen lassen. Ich denke, auf etwas rauerem Papier, gerade wenn man vielleicht kaltgepresstes Aquarellpapier hat, sollte das mit der Mine weniger ein Problem sein, da das Papier ja rau ist und sich die Mine darauf besser abreibt. Aber in Malbüchern oder auf Papier, das sowieso etwas empfindlicher ist, würde ich diese Stifte auf jeden Fall nicht empfehlen. Und damit ich auch richtig liege mit dem, was ich euch erzähle, habe ich jetzt außerhalb der Kamera nochmal die Albrecht Dürer auf dem gleichen Papier bei der gleichen Blume getestet. Und ja, es stimmt, was ich euch erzählt habe. Die Albrecht Dürer sind definitiv etwas weicher und schädigen dem Papier nicht so sehr, wie diese Stifte mit der harten Mine es tun. Besonders Probleme hatte ich bei dem Grün. Das Grün ist nicht so stark pigmentiert oder so dunkel, wie ich es gerne hätte. Und ich habe versucht, durch das Schichten der Farben eben mehr Tiefe zu bekommen. Allerdings war das eher bedingt möglich. Doch mit dem Lösen hatte ich hier bei den Farbtönen auch kein Problem. Und das sieht eigentlich auch ganz schön aus. Und weil ich euch kenne und diese Frage bestimmt kommen wird, würde ich diese Stifte empfehlen. Wenn ihr sie geschenkt bekommt, wenn ihr sie irgendwo im Angebot aufschnappen könnt, dann auf jeden Fall. Wenn ihr allerdings die Wahl habt, würde ich euch eher die Koh-i-Noor empfehlen, weil ihr da mehr Stifte zu einem viel besseren Preis bekommt. Die Koh-i-Noor sind sehr viel weicher, haben eine größere Farbpalette von 72 Stiften und sind persönlich besser als die Caran d'Ache Swisscolor. Wobei das eben auch eine persönliche Präferenz ist. Gerade zu Anfang fragen mich viele, ob man Aquarellstifte kaufen kann und sie als Buntstifte verwenden kann. Und bei den Swisscolorn würde ich sagen definitiv nein. Sie sind dafür zu hart, geben zu wenig Pigment ab und ihr werdet eher Probleme haben bei dem Aufbauen der Farben und das Papier würde auch darunter leiden. Also diese Stifte würde ich euch definitiv nicht empfehlen als ein Mittelmedium zwischen Buntstift und Aquarellstift. Aber bei den Koh-i-Noor, also die Mondolet, die Aquarellvariante, die kann man auch eigentlich trocken schön layern und auch ich habe mit ihnen schon trocken gemalt, auch ein ganzes Bild ausgemalt und kann sie wärmstens empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Review bei eurer Entscheidung weiterhelfen
und ihr hattet Spaß zuzuhören, reinzuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!